Also die Klimakrise ist, finde ich, eine der wichtigsten Krisen, die wir jetzt haben. Und Solarzellen sind so eine wunderschöne Möglichkeit, die wir haben, um das Problem eigentlich zu lösen. Solarzellen wurden, ich würde sagen, eigentlich für den Weltraum erfunden. Diese Ideen, die eigentlich für was konzipiert waren und dann woanders benutzt werden können und da Probleme lösen können, das ist total schön. Ich bin Felix Lang, Physiker an der Uni Potsdam. Mit meiner Freigeistgruppe forschen wir an weichen Halbleitern, die ganz anders als starre Halbleiter eine flexible Gitterstruktur haben. Daraus machen wir flexible Elektronik, flexible Solarzellen, die sich durch dieses weiche Gitter quasi selber heilen können und mikroskopische Schäden wirklich reparieren können. Wir hoffen, sowohl der Medizin zu helfen, mit neuen Röntgendetektoren, die viel empfindlicher sind und dadurch weniger Strahlungsbelastung für den Patienten ermöglichen, aber eben auch Solarzellen, die zum Beispiel im Weltraum eingesetzt werden. Der Weltraum ist sehr interessant und sehr extrem. Wir haben auf einer Seite die hohe Strahlungsbelastung, also für Astronauten zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir extreme Temperaturzyklen. Und diese Belastung ist für eine Solarzelle natürlich extrem und da brauchen wir Material, was das alles aushält. Aber die Frage ist, würde es im Weltraum funktionieren? Deswegen bauen wir zusammen mit der TU einen CubeSat, wo wir quasi Perovskit-Solarzellen zum ersten Mal im Weltraum testen wollen. Perovskit absorbiert Licht so gut, dass man nur 1 Mikrometer braucht, also weniger als ein Haar, um 99% Licht zu absorbieren. Das heißt, es kann wirklich auf eine Folie aufgedruckt werden, die dann so flexibel ist, dass sie im Weltraum einfach auf Fußballfeldgröße aufgefaltet werden kann. Also wir verbinden quasi Physik, Materialwissenschaften, Weltraumforschung bis hin zu Medizin mit einem Material. Also es ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Team. Und deswegen war Freigeist eigentlich das Programm für das, was ich vorhatte. Es ist schön, wenn man feststellt, dass seine Forschung, auch wenn es Grundlagenforschung ist und man ja total neue Dinge ausprobiert, dass sie irgendwie auch für die Erde relevant werden können. Solarzellen funktionieren gut, sind sauber, inzwischen auch billig. Und wenn wir jetzt Solarzellen aus zum Beispiel Perovskit noch einfacher, noch billiger herstellen könnten, die vielleicht sich selber heilen, reparieren könnten, wäre das doch ein Traum, mit dem wir vielleicht später noch eine bessere Möglichkeit haben, gegen die Klimakrise anzukämpfen.